Ich freue mich sehr, dass ihr so zahlreich erschienen seid zu diesem sehr wichtigen und aktuellen Thema. Wir haben das Buch vor einem knappen Jahr veröffentlicht, kurz nach den Hetzjagden, die in Chemnitz stattgefunden haben. Und die Grundthese des Buches war und ist, dass der Rechtsruck nicht aus dem Osten kommt, dass der Rechtsruck nicht aus der Bevölkerung kommt, sondern dass der Rechtsruck von oben kommt, von den herrschenden Eliten. Und das hat sich seither enorm bestätigt. Wir haben jetzt in Halle wir hätten fast in Halle das größte Massaker an Juden seit dem Ende des Holocausts in Europa gehabt. Das nur durch sehr viel Glück verhindert wurde. Und es gibt nicht einmal den Ansatz davon, all die rechtsextremen Netzwerke in der Bundeswehr, in der Polizei, die Terrornetzwerke, die dort überall existieren, auszuheben, aufzudecken und trockenzulegen. Nicht mal ansatzweise. Ganz im Gegenteil. Die Reaktion auf die Terroranschläge ist immer wieder, den Staatsapparat aufzurüsten und die gleichen Terrorstrukturen, die existieren, weiter zu decken. Vizekanzler Olaf Scholz und CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer und auch viele weitere Politiker der Großen Koalition haben in den letzten Tagen und Wochen erklärt, die AfD sei der geistige Brandstifter hinter dem Anschlag von Halle. Und das ist zweifellos richtig. Natürlich hat die rechtsradikale Hetze dieser Partei den Boden bereitet für diesen Terroranschlag. Aber wer über die AfD spricht und über die Politik der AfD, der kann über die Bundesregierung nicht schweigen. Die Bundesregierung hat diese Partei hofiert, hat ihre Politik in weiten Teilen übernommen und deckt die rechten Netzwerke ab. David North, der amerikanische Trotzkist, hat das vor kurzem auf der World Socialist Website folgendermaßen formuliert. Er schrieb: Obwohl der neonazistischen Rechten überwältigende Ablehnung entgegenschlägt, wird sie durch eine Verschwörung einflussreicher Kräfte innerhalb des Staats und der politischen Establishments systematisch unterstützt und gestärkt. Die Alternative für Deutschland ist der offizielle politische Arm dieser Verschwörung. Die Koalitionsregierung aus CDU, CSU und SPD ermöglicht es und manövriert hinter den Kulissen, um die AfD zur einflussreichsten politischen Partei in Deutschland zu machen, obwohl sie bei der letzten Wahl nur 13% der Stimmen erhielt. Das Netzwerk der Nazi-Terroristen, die von politischen Attentaten, zuletzt dem Mord an dem CDU-Politiker Walter Lübcke, von Polizei und Geheimdiensten geschützt wurden, ist der paramilitärische Arm der Faschisten. Das heißt, die Große Koalition als eine Kraft, die diese rechten Terror und den Aufstieg der AfD ermöglicht hat. Und wenn man sich das anguckt, dann hat die Große Koalition tatsächlich in den letzten 2 Jahren große Teile des AfD-Programms in die Tat umgesetzt. Die Große Koalition hat die größte Aufrüstung der Bundeswehr seit Ende des Zweiten Weltkriegs beschlossen und setzt das jetzt in die Tat um. Sie hat ein umfassendes Lagersystem von Abschiebelagern in ganz Deutschland errichtet, mit dem erklärten Ziel, die Bedingungen in diesen Lagern so unmenschlich zu gestalten, dass die dort lebenden Flüchtlinge auf ihre Rechte verzichten und freiwillig Deutschland wieder verlassen. Das ist das erklärte Ziel dieser Ankerzentren. Und sie hat den Staatsapparat aufgerüstet und rechte Netzwerke unangetastet gelassen. Und nicht nur das, sie hat auch die rechte Hetze der AfD übernommen. Der Attentäter von Halle hat ein Manifest veröffentlicht, in dem er seine Motivation für die Tat darlegt, wo er seinen Hass auf Juden, seinen Hass auf Flüchtlinge, auf den Islam, seinen Hass auf Sozialisten darlegt. Und er hatte noch kurz vor der Tat ein Video aufgenommen, wo er gegen Ausländer gehetzt hat, den Holocaust geleugnet hat und die Juden als die Ursache aller
Probleme bezeichnet hat. Und natürlich, diese Hetze stützt sich auf das, was die AfD täglich von sich gibt und Vertreter der AfD. Aber auch Innenminister Seehofer, Wolfgang ist da gerade schon drauf eingegangen, hat, nachdem die braunen Banden durch Chemnitz marodiert sind und unter anderem ein jüdisches Restaurant überfallen haben, erklärt, dass er selbst mitmarschiert wäre bei den rechten Demonstrationen, wenn er nicht Innenminister wäre. Und er hat dann, ihr erinnert euch sicherlich, erklärt, dass die Migrationsfrage die Mutter aller Probleme sei. Und weniger Beachtung hat ein anderes Ereignis gefunden, was aber in seiner Auswirkung nicht minder stark war. Bundespräsident Steinmeier richtete ein eindeutiges Signal an die AfD, als er zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs in seiner offiziellen Ansprache den Mord an den Juden und den Holocaust mit keinem Wort erwähnte. Das war in Warschau und das war ein eindeutiges Signal dort an die rechte Partei PiS und es war ein Signal in Deutschland an die AfD. Und es gibt ja auch längst eine direkte Zusammenarbeit der Bundestagsparteien mit der AfD. Die AfD wurde zur offiziellen Oppositionsführerin gemacht, leitet den Haushaltsausschuss, leitet andere wichtige Ausschüsse und wurde von den anderen Parteien da reingewählt. Aber vor allem wurden weder nach Chemnitz noch nach dem Mord an Lübcke und auch nicht nach dem wirklich krassen versuchten Terroranschlag in Halle irgendwelche Konsequenzen gezogen und irgendwelche Versuche unternommen, die umfassenden rechtsradikalen Terrornetzwerke trockenzulegen, die sich auf die Unterstützung von höchsten Kreisen verlassen können. Und das ist was in diesem Buch, wo Wolfgang gerade schon darauf zu sprechen kam, sehr gut dargestellt ist. Wie tief der Staatsapparat in diese rechten Terrornetzwerke involviert ist. Der Soldat Francois, der sich auch heimlich als Flüchtling registriert hat, der hatte Waffen gehortet, hatte konkrete Mordpläne gegen Andersdenkende gehegt. Und er ist noch auf freiem Fuß. Sein mutmaßlicher Komplize, Maximilian T., ist sozusagen über die AfD sogar in den Bundestag gekommen. Also ist da Mitarbeiter im Bundestag, hat einen Ausweis, um jeden Tag in den Bundestag zu kommen. Und selbst das Terrornetzwerk Nordkreuz, was aus mindestens 30 Mitgliedern besteht, das Leichensäcke, Waffen und Ätzkalk besorgt hat, um an einem Tag X tausende politische Gegner zusammenzutreiben und zu ermorden. Selbst gegen dieses Netzwerk wurde 2 Jahre lang nichts getan und jetzt werden nur die allerobersten Spitzen in Gewahrsam genommen. Und gleichzeitig geht der gleiche Staatsapparat, der diese rechten Terrornetzwerke schützt, immer mehr gegen Linke vor. Der Verfassungsschutz Sachsen-Anhalt hat die Demonstration oder das Konzert, das nach den Chemnitzer Hexjagden stattgefunden hat, um gegen rechts aufzutreten, in den Verfassungsschutzbericht aufgenommen, weil Teilnehmer Wachsamkeit gegenüber der Gefahr des Faschismus gefordert haben. Das ist Linksextremismus, hat der Verfassungsschutz erklärt. Und der Verfassungsschutz hat im Jahre 2018 erstmalig die Sozialistische Gleichheitspartei, deren stellvertretender Vorsitzender ich ja bin, als linksextremistisch in den Verfassungsschutz aufgenommen, weil sie gegen Nationalismus kämpft, gegen Militarismus kämpft und sich den Rechten entgegenstellt. Und die SGP hat gegen diese Nennung als linksextremistisch geklagt, hat erklärt, dass während die AfD nicht im Verfassungsschutz steht, die Terrororganisation Combat 18, die Nazi-Organisation, aus dem Verfassungsschutz rausgestrichen wurde, linke sozialistische Organisationen ins Fadenkreuz des Verfassungsschutzes geraten. Und deswegen hat sie Klage eingereicht vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Und die Bundesregierung hat auf diese Klage geantwortet mit einem absolut weitgehenden 56-seitigen Schriftsatz, in dem sie im Wesentlichen argumentiert, dass jeder positive Bezug auf Karl Marx, Friedrich Engels, Rosa Luxemburg, dass jeder sozialistische Gedanke
der gegen den Kapitalismus gerichtet ist, der gegen Krieg gerichtet ist, gegen Militarismus, verfassungsfeindlich ist. Die Bundesregierung hat unter anderem folgenden Satz angeführt als Beleg dafür, dass die SGP verfassungsfeindlich ist. Hört mal zu. Es kann keine Demokratie ohne Sozialismus geben, so wie es keinen Sozialismus ohne Demokratie geben kann. So steht es in der Grundsatzerklärung der SGP. Wirtschaftliche Gleichheit ist die Voraussetzung für politische Gleichheit. Solange wirtschaftliche Entscheidungen, die über das Leben von Millionen Menschen entscheiden, privaten Unternehmen und Banken überlassen bleiben, ist wirkliche Demokratie nicht möglich. Dieser Satz wird angeführt, um die SGP als linksextremistisch und verfassungsfeindlich zu diffamieren. Und aufgrund dieses Satzes will die Bundesregierung alle Mitglieder der SGP geheimdienstlich überwachen lassen und vom Verfassungsschutz beobachten lassen. Und sie erklärt das dann ganz explizit und sagt in diesem Schriftsatz, das Streiten für eine demokratische, egalitäre, sozialistische Gesellschaft steht im Widerspruch mit den zentralen Werten des Grundgesetzes. Das Streiten für eine egalitäre, demokratische und sozialistische Gesellschaft. Das ist eine Kriegserklärung an jedes demokratische Grundrecht. Und das kommt nicht von der NPD, das kommt nicht von der AfD, das kommt von der Bundesregierung. Und das steht in der Tradition der Sozialistengesetze unter Bismarck, wo jede sozialistische Gedanken verboten waren. Und es steht in der Tradition des Willensstrafrechts der Nazis, mit dem jeder, der kommunistische, sozialdemokratische oder irgendwie linke Gedanken hatte, vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt wurde. Und insofern bestätigt sich sehr stark, gerade nach dem Terroranschlag von Halle, was wir in dem Buch Warum sind sie wieder da? Erklärt haben. Dass nämlich der Rechtsruck nicht von oben kommt und nicht eine Massenbasis hat, wie das noch die NSDAP hatte. Wir schreiben in dem Buch, die AfD verfügt weder über eine massenhafte Anhängerschaft noch über schlagkräftige Einheiten wie die SA, die sich aus entwurzelten Weltkriegssoldaten, ruinierten Kleinbürgern und verzweifelten Arbeitslosen rekrutierte. Die Stärke der AfD ergibt sich ausschließlich aus der Unterstützung, die sie von Parteien, Medien, der Regierung und dem Staatsapparat erhält. Und wir zeigen in dem Buch auf, wie das genau vonstatten ging, wie die AfD salonfähig gemacht wurde, wie rechtsradikale Positionen wieder salonfähig gemacht wurden. Wir schreiben in der Einleitung, die einzelnen Kapitel des vorliegenden Buches befassen sich detailliert mit der Rolle von Akademikern, Medien, politischen Parteien und Staatsapparat beim Aufbau und der Stärkung der AfD. Es ist nicht vom Standpunkt eines neutralen Beobachters geschrieben, sondern als Beitrag zum Kampf gegen die Wiederkehr von Militarismus und Faschismus. Es soll dazu beitragen, dass die Nürnberger Prozesse dieses Mal geführt werden, bevor es zur Katastrophe kommt und nicht erst danach. Und wir haben in dem Buch aufgezeigt, welche zentrale Rolle dabei, rechtsradikale Positionen salonfähig zu machen, die Universitäten gespielt haben. Und insbesondere die Geschichtswissenschaften. Wir machen dazu in dem Buch einen ganz grundlegenden Punkt, warum die Fragen der Geschichte gerade in diesem Land so zentral sind. So zentral sind, wenn man rechtsradikale Positionen wieder hoffähig machen will und zentral sind, wenn man gegen die rechte Gefahr kämpfen will. Wir schreiben in dem Kapitel Die Rückkehr des deutschen Militarismus: Die Geschichte ist zum Schlachtfeld geworden, stellt David North im Vorwort zu seinem Buch Die russische Revolution und das unvollendete 20. Jahrhundert fest, das übrigens auch im Mehring Verlag erschienen ist und auch auf unserem Büchertisch zu haben ist. Die ständig zunehmenden Konflikte und Krisen des 21. Jahrhunderts sind ausnahmslos mit Auseinandersetzungen über die Geschichte des 20. Jahrhunderts verwoben. Je stärker aktuelle politische Kämpfe an historische Fragen rühren, desto offener wird der Umgang mit ihnen durch politische Erwägungen bestimmt. Die Vergangenheit wird im Interesse der heutigen politischen Reaktion gefälscht.
Das gilt ganz besonders für Deutschland, wo nicht nur der Marxismus entstand und die erste sozialistische Massenpartei aufgebaut wurde, sondern auch die größten Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen wurden. Die Schrecken zweier Weltkriege und des Holocaust haben sich tief ins Bewusstsein breiter Massen eingebrannt. Man kann heute keinen Schritt durch die Hauptstadt machen, ohne auf Stolpersteine, Mahnmale oder Spuren der Vernichtung zu stoßen. Keine Familie, die von den schrecklichen Ereignissen nicht grundlegend betroffen wäre. Und diese Tatsache, dass diese historischen Erfahrungen in diesem Land so tief verwurzelt sind, hat dazu geführt, dass sehr umfassende Versuche unternommen wurden, die Geschichte zu fälschen und den deutschen Imperialismus von seinen historischen Verbrechen reinzuwaschen. Und das hat im Jahre 2014 eine neue Qualität erreicht. In dem Jahr, wo diverse Vertreter der Bundesregierung das Ende der militärischen Zurückhaltung Deutschlands verkündet hatten, zum Beispiel auf einer Münchner Sicherheitskonferenz von 2014, und in dem die massive Aufrüstung der Bundeswehr beschlossen wurde, dass Deutschland wieder eine Rolle spielen muss in der Welt. Zur gleichen Zeit wurde im größten deutschen Nachrichtenmagazin, dem Spiegel, ein Artikel veröffentlicht von Dirk Kurpjoweit, der dazu aufrief, die Vergangenheit neu zu interpretieren. Und er erklärte, dass man den Ersten Weltkrieg und die deutsche Schuld im Ersten Weltkrieg neu interpretieren müsse. Er griff den Historiker Fritz Fischer an und sagte, es habe keine imperialistischen deutschen Ziele im Ersten Weltkrieg gegeben. Man sei ebenso hineingeschlittert. Aber der Artikel von Kurpjoweit fährt dann fort und sagt auch, man muss die Geschichte des Holocaust und die Geschichte des Zweiten Weltkriegs neu einschätzen. Und er geht ein auf Ernst Nolte, der in den 80er Jahren den Historikerstreit ausgelöst hatte, als er den Holocaust als im Wesentlichen verständliche Reaktion auf die Vernichtungsprozesse in der Sowjetunion dargestellt hatte. Das wurde damals von namhaften Historikern, von Intellektuellen zurückgewiesen und der Historikerstreit wurde eindeutig entschieden. Nolte hat danach nur noch vor rechtsradikalem Publikum gesprochen. Und 2014 erklärte Dirk Kurpjoweit im Spiegel, das Ergebnis des Historikerstreits muss man revidieren. Und als Gewährsmann dafür führte er den rechtsradikalen Historiker an der Humboldt-Universität Jörg Barbarowski an, den er mit den Worten zitierte: Nolte wurde Unrecht getan, er hatte historisch Recht. Und auch dazu will ich aus dem Buch zitieren. Kurpjoweit bemüht sich, schreiben wir in dem Buch, Nolte zu rehabilitieren, der nicht mit allem Unrecht gehabt habe. Für ihn wirke befremdlich, wie empört damals alle waren. Schließlich habe Nolte doch nur die Freiheit der Wissenschaft verteidigt, so der Spiegelautor. Und tatsächlich macht sich Kurpjoweit dann mit all den grundlegenden Thesen von Nolte, dem wichtigsten Nazi-Apologeten seiner Zeit, gemein. Und Kurpjoweits wichtigster Gewährsmann für die Rehabilitierung Noltes ist wiederum Jörg Barbarowski. Nolte wurde Unrecht getan, wie ich gerade schon zitiert hatte, er hatte historisch Recht, wird der Humboldt-Professor in besagtem Artikel zitiert. Als Begründung fügte er hinzu, Hitler war kein Psychopath, er war nicht grausam. Er wollte nicht, dass an seinem Tisch über die Judenvernichtung gesprochen wird. Den Holocaust setzte Barbarowski auf eine Stufe mit Erschießungen während des russischen Bürgerkriegs. Im Grunde war es das gleiche, industrielle Tötung. Und das müsst ihr euch mal vorstellen. Im größten Nachrichtenmagazin Deutschlands wird erklärt, dass der Holocaust, die industrielle Vernichtung von 6 Millionen Zivilisten aufgrund ihrer Religion oder ihrer Abstammung, gleichgesetzt mit der Erschießung innerhalb eines bewaffneten Konflikts, eines Bürgerkriegs. Und wird die Grausamkeit des Führers der Nazis, Hitlers, in Frage gestellt und das mit einer historischen Fälschung, dass er an seinem Esstisch nicht über die Vernichtung der Juden gesprochen hätte. Er hat die Vernichtung der Juden sogar angewiesen an seinem Esstisch, wie historisch belegt ist.
Und wir wiesen nach, dass diese Aussage im Spiegel kein Fauxpas war, sondern Teil von einer umfassenden rechten Agenda, von einer Agenda rechtsradikale Standpunkte an deutschen Universitäten und in der deutschen Akademie und in intellektuellen Kreisen wieder salonfähig zu machen. In Bezug auf Krieg gegen den sogenannten Islamischen Staat im Irak und in Syrien sagte Barbarowski am 1. Oktober 2014 auf einer Podiumsdiskussion im Deutschen Historischen Museum: Und wenn man nicht bereit ist, Geiseln zu nehmen, Dörfer niederzubringen und Menschen aufzuhängen und Furcht und Schrecken zu verbreiten, wie es die Terroristen tun, wenn man dazu nicht bereit ist, wird man eine solche Auseinandersetzung nicht gewinnen, dann soll man die Finger davon lassen. Und Barbarowski sagte dies, wie wir schreiben, als glühender Befürworter militärischer Intervention gegen Terroristen. In der gleichen Diskussion betonte er, man müsse klar sagen, damit das klappt, müssen wir da auch reingehen. Und das muss es uns wert sein, das kostet Geld, wir müssen da Truppen reinschicken. Diese Länder wie der Irak, Syrien und Libyen sind nicht mehr imstande, diese Probleme selbst zu lösen. Und um diesen Krieg dann aber zu gewinnen, schlägt er diese Methoden vor der Terroristen. Ähnliche Aufrufe zum Krieg macht er in unzähligen Artikeln und Diskussionen. Als er zu Beginn des Jahres 2016 in einem Interview mit der Zeitschrift Cicero gefragt wurde, was er zu dem Satz „Terror lässt sich nur mit Krieg bekämpfen, lässt sich nicht mit Krieg bekämpfen, antwortete er, dass er ihn für falsch halte. Terror begegnet man nur mit Gewaltmitteln, so Barbarowski. Und Barbarowski rechtfertigt nicht nur menschenverachtende Methoden der Kriegsführung, sondern auch die Gewalt von braunen Banden, die Jagd auf Ausländer machen. Als im Jahr 2015 immer mehr Flüchtlingsunterkünfte brannten, stellte er das als natürliche Reaktion besorgter Bürger dar. In der Sendung Kulturzeit, auf die Brandanschläge angesprochen, sagte er: Überall da, wo viele Menschen aus fremden Kontexten kommen und die Bevölkerung nicht eingebunden wird in die Regelung all dieser Probleme, kommt es natürlich zu Aggression. Und schließlich verharmlost er die Nazi-Übergriffe und erklärt: Ich glaube, angesichts der Probleme, die wir in Deutschland haben mit der Einwanderung, die jetzt gerade stattfindet, ist das ja noch eher harmlos, was wir da haben. Also angesichts der ganzen Probleme, die wir mit den Flüchtlingen haben, sind die Anschläge auf sie doch eher harmlos. Das sagt ein deutscher Professor an der Humboldt-Universität. Und er sagt, dass man die Methoden der Terroristen anwenden muss, Menschen aufhängen, Dörfer niederbrennen, um den Krieg gegen den Terror gewinnen zu können. Und man könnte jetzt viel zitieren. Es gibt zahlreiche Äußerungen, die in eine ähnliche Richtung gehen. In diesem Buch, Das Netzwerk der neuen Rechten, was von Christian Fuchs und Paul Middelhoff, beschreiben sie, wie Barbarowski im Jahr 2015 den rechtsradikalen Salon in Berlin gegründet hat, wo quasi das ganze Who is Who der neurechten Szene vertreten ist und die sich mindestens zweimal im Jahr in Berlin treffen, um zu diskutieren, sich auszutauschen, und wo sie zum Beispiel die Erklärung 2018 diskutiert haben, die sich ja mit Pegida und mit den Demonstrationen gegen Flüchtlinge solidarisiert haben. Und ich glaube, wenn man das durchdenkt, solche Aussagen alleine, die ich euch jetzt zitiert habe, zeigen, wie sehr sich das geistige Klima in Deutschland, in der intellektuellen Elite geändert hat. Aber es ging weit darüber hinaus. Es war nicht nur so, dass das im Spiegel geäußert wurde, dass solche Aussagen auf Podiumsdiskussionen gemacht wurden, sondern es gab niemanden, der dem entgegengetreten wäre. Sondern ganz im Gegenteil. Diejenigen, die Barbarowski kritisiert haben, die Sozialistische Gleichheitspartei, ihre Jugend- und Studentenorganisation, die IYSSI, die wurden angegriffen. In allen großen Zeitungen, im Spiegel, in der Süddeutschen, in der FAZ mehrfach. Die FAZ hatte Titelgeschichten dazu, dass ein honoriger Professor diffamiert werden würde. Auch alle Parteien haben sich im Wesentlichen hinter Barbarowski gestellt. Es ist klar, dass alle Rechtsradikalen ihn gefeiert haben. Der Daily Stormer, die Neonazi-Webseite in den USA, hat ihn gefeiert. Breitbart News in den USA. In Deutschland die NPD, die AfD natürlich.
Ihr Chefideologe Marc Jongen hat ihn zum Holocaust-Gedenken im Bundestag zitiert, mit der Rehabilitierung von Nolte. Aber auch CDU und SPD, die Regierungskoalition, hat sich hinter Barbarowski gestellt, in der offiziellen Erklärung von Bildungsministerin Anja Karliczek. Und Efrim Sommer von der Linkspartei hat eine Veranstaltung gemacht, um Barbarowski zu verteidigen und hat jeden des Saales verwiesen, kritische Studierende und so weiter, die sie verdächtigte, eine kritische Frage zu stellen. Und eine besonders üble Rolle dabei haben die Professoren gespielt. Wir schreiben dazu im Buch: Wann immer die IYSSE auf Veranstaltungen und Diskussionen Barbarowskis Äußerungen über Hitler und den Krieg gegen den Terror zitierten, reagierten Studierende und vor allem Arbeiter mit Entsetzen. Sie waren schockiert über die eklatante Geschichtsfälschung und das Ausmaß an Brutalität. Ein entgeistertes „Der lehrt an einer deutschen Universität" war die häufigste Reaktion, gefolgt von der Frage, was man dagegen unternehmen könne. Und ich bin mir sicher, dass es vielen von euch jetzt gerade genauso geht. Völlig anders reagierten die Professoren. Sie hüllten sich entweder in feiges Schweigen oder attackierten Barbarowskis Kritiker. Über 3 Jahre lang fand sich in der gesamten Bundesrepublik kein einziger Professor, der die Äußerung „Hitler war nicht grausam" im größten Nachrichtenmagazin des Landes beanstandet hätte. Dieses ohrenbetäubende Schweigen war eine Grundvoraussetzung dafür, dass die extreme Rechte heute derart aggressiv auftreten kann. Und Barbarowski fühlte sich durch dieses Schweigen und auch dadurch, dass sich die Leitung der Humboldt-Universität und sein Institut und verschiedene andere Professoren hinter ihn gestellt haben, gestärkt. Und er ging immer aggressiver gegen politische Gegner vor. Schon im Jahre 2017 bezeichnete er kritische Studierende seines eigenen Fachbereiches als widerwärtige Denunzianten, als schmutzig und als rot lackierte Faschisten. Im Jahr darauf beschimpfte er Professorenkollegen seiner eigenen Universität als Denunzianten, weil sie einen Aufruf unterzeichnet hatten gegen die Erklärung 2018, also gegen diese rechtsradikale Erklärung, die sich mit Pegida solidarisiert. Und er hat seine eigenen Kollegen als Denunzianten bezeichnet und sie bedroht, weil sie diese Erklärung kritisiert hatten. Im November letzten Jahres postete er eine Veranstaltung, wo dieses Buch an der Humboldt-Universität vorgestellt wurde, auf seiner Facebook- und Twitter-Seite, und bezeichnete die Studierenden, die die Veranstaltung organisiert haben, als kriminell, gewalttätig und bösartig. Daraufhin wurde die Veranstaltung von 2 Dutzend Neonazis und Rechtsradikalen gestürmt, unter anderem hochrangigen Vertretern der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD, die versucht haben, die Veranstaltung zu sprengen. Erstmalig, glaube ich, dass sowas an der deutschen Universität passiert ist. Dass Rechtsradikale versucht haben, eine Buchvorstellung an der Universität zu sprengen. Und jetzt bezeichnet er, das war das Letzte und das ist im Moment auch in den Medien wieder prominent vertreten, der Tagesspiegel, die Frankfurter Allgemeine Zeitung und andere haben dazu geschrieben, bezeichnete er Vertreterinnen im akademischen Senat der Humboldt-Universität, studentische Vertreterinnen, als unfassbar dumm und linksextreme Fanatiker, weil sie ein von ihm geplantes Zentrum für Diktaturforschung kritisiert haben. Die Studierenden hatten kritisiert, dass dieses Zentrum nicht dazu da sei, Diktatur zu erforschen, sondern zu rechtfertigen und dass sie deswegen gegen die Errichtung dieses Zentrums sind. Und daraufhin hat sich Barbarowski dermaßen geäußert. Die beiden Studierenden klagen gegen Barbarowski wegen Beleidigung. Und ich glaube, dass diese Klage sehr wichtig ist, weil sie gerichtet ist gegen ein Klima an den Universitäten, wo die Rechten immer aggressiver auftreten und dann, wenn sie kritisiert werden, erklären, meine Meinungsfreiheit wird angegriffen. Aber selbst extrem aggressiv gegen Kritiker vorgehen. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass die beiden Studierendenvertreterinnen an der Humboldt-Universität jetzt diese Klage einreichen und sich zur Wehr setzen gegen die Offensive der Rechten im akademischen Milieu. Aber während die Studierenden sich zur Wehr setzen, das Studierendenparlament hat gerade einstimmig
sich solidarisch erklärt mit diesen beiden Studentenvertreterinnen, aber gleichzeitig unterstützt die Universitätsleitung nach wie vor den rechtsradikalen Professor Barbarowski. Sie hat sich nochmal hinter eine Erklärung gestellt, die sie schon vor 2 Jahren abgegeben hatte, dass mediale Angriffe auf den rechtsradikalen Professor, der alle anderen beleidigt, der ständig seine rechtsradikalen Positionen in allen Zeitungen von sich gibt, dass mediale Angriffe auf den Professor inakzeptabel seien. Und ich glaube, das zeigt, die Reaktion in den Medien, die Reaktion der Professoren, die Reaktion der Unileitung zeigt, dass es hier um sehr grundlegende Fragen geht. Das hat auch der Chef des Verbandes, des Deutschen Hochschulverbandes, Bernhard Kempen, deutlich gemacht. Der hat sich in einer Sendung auf Dreisat in Kulturzeit explizit hinter Barbarowski gestellt, hat gesagt, wenn Barbarowski kritisiert wird, dann ist die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr. Und er hat dann Barbarowskis Kritiker allen Ernstes als Gesinnungsterroristen bezeichnet. Und das angesichts einer Situation, wo viele Asten in Deutschland, kritische Studierende, kritische Personen, auf den Terrorlisten von echten Terroristen stehen, von dem Nordkreuz, von dem Netzwerk um Franco A. und so weiter. Und unter diesen Bedingungen, wo rechtsextreme Terrornetzwerke Linke bedrohen, sagt der Chef des Deutschen Hochschulverbandes, dass diejenigen, die einen rechtsradikalen Professor kritisieren, sich des Gesinnungsterrorismus schuldig machen würden. Und das sagt er mit der Autorität seines Verbandes, der 30.000 Hochschullehrer vertritt. Und Kempen beließ es nicht bei dieser Solidaritätserklärung. Kempen hat das Vorwort geschrieben für diesen Sammelband, der im April erschienen ist, die Freiheit der Wissenschaft und ihre Feinde, und stellt sich damit hinter diesen Band, der ein Sammelsurium ist von rechtsradikalen Autoren, die sich darin allesamt beklagen, dass ihre Meinungsfreiheit angegriffen wird, weil sie kritisiert werden oder weil sie irgendwelche Gelder nicht bekommen, die ihnen ihrer Meinung nach zustehen. Und schon in dem einleitenden Text von dem Leiter des Lit-Verlags, Hopf, wird erklärt, dass, wenn man die Meinungsfreiheit ernst nimmt, man auch die Meinungsfreiheit amerikanischer Nazis und des Ku Klux Klans verteidigen müsse. Die Meinungsfreiheit des Ku Klux Klan, das ist eine Terrororganisation. Die bringen Schwarze um. Die Meinungsfreiheit des Ku Klux Klans? Und worum es geht, wird auch deutlich in dem Beitrag von Thilo Sarrazin, dem bekennenden Rassisten, der hier veröffentlichen darf, weil er an der Universität, weil eine Veranstaltung, auf die er eingeladen wurde, an der Universität Siegen, nicht die finanzielle Unterstützung von der Uni erfahren hat, die er sich gewünscht hätte, schreibt er, dass seine Meinungsfreiheit in Gefahr sei, weil er folgende Sätze für falsch erklärt. Und ich will euch da mal ein paar vorlesen, die er in diesem Buch nennt. Ungleichheit ist schlecht, Gleichheit ist gut. Das hält er für völlig falsch. Völker und Ethnien haben keine Unterschiede, die über die rein physische Erscheinung hinausgehen. Also Völker und Ethnien haben psychologische Unterschiede, Intelligenzunterschiede und so weiter. Das ist ja seine Grundthese. Das ist Rassismus pur. Alle Kulturen sind gleichwertig. Das ist falsch, sagt er. Müssen also verschieden gewichtet werden. Der Islam bereichert Deutschland und Europa. Sei falsch. Und so weiter. Diesen rassistischen Schmutz verbreitet Sarrazin in diesem Buch, zusammen mit dem Aufruf, die Meinungsfreiheit des Ku Klux Klans zu verteidigen, zusammen mit Autoren wie Mark Jongen, dem Chefideologen der AfD, der in diesem Buch veröffentlicht, Patzelt, der Pegida-Versteher aus Dresden und so weiter. Ein Sammelsurium von rechtsradikalen Autoren. Und der Chef des Deutschen Hochschulverbandes, Bernhard Kempen, hat das Vorwort dazu geschrieben. Und darin Jörg Barbarowski, den rechtsradikalen Professor, der Hitler war nicht grausam Professor der Humboldt-Universität, verteidigt.
Gut, ich will zum Schluss kommen meiner Bemerkungen, weil ich auch die Gelegenheit euch noch geben will, eure eigenen Beiträge zu machen und in die Diskussion zu gehen. Aber ich glaube, dass wir diese Entwicklungen extrem ernst nehmen müssen. Nach den Anschlägen von Halle kann überhaupt kein Zweifel mehr daran bestehen, dass Deutschland ein massives Antisemitismus und Faschismus und Rechtsradikalismus-Problem hat. Und das ist nicht einfach was in ein paar verstrahlten Hirnen stattfindet, das ist was von der herrschenden Elite systematisch vorangetrieben und unterstützt wird. 30 Jahre nach dem Fall der Mauer zeigt der Kapitalismus wieder sein wahres Gesicht. Weit entfernt von dem Ende der Geschichte, wie es damals Fukuyama erklärt hat, kommen all die Grundprobleme des 20. Jahrhunderts zurück. Und um ihre Politik des Militarismus und der sozialen Ungleichheit voranzutreiben, greift die herrschende Elite wieder zu autoritären und letztlich zu faschistischen Methoden. Wir schreiben dazu im Buch: Der globale Kapitalismus hat keines der Probleme gelöst, die in den 1930er Jahren in die Katastrophe führten. Alle sozialen, ökonomischen und geopolitischen Widersprüche brechen mit Macht wieder auf. Noch nie war die Kluft zwischen den Klassen so tief wie heute. Auch die Konflikte zwischen den Großmächten spitzen sich dramatisch zu. Die Vereinigten Staaten versuchen, ihren ökonomischen Niedergang durch aggressive Kriege auszugleichen. Nach den ölreichen Regionen des Nahen Ostens geraten zunehmend China und Russland ins Visier der amerikanischen Militärmacht. Aber auch bisherige Verbündete und insbesondere Deutschland bleiben von Handelskriegsmaßnahmen und militärischen Drohungen nicht verschont. Die deutsche Bourgeoisie wird dadurch wieder vor dieselben Probleme gestellt, die sie mittels Krieg und Faschismus zu lösen versucht hatte. Um Raum für die exportabhängige deutsche Wirtschaft zu schaffen und die explosiven Klassenspannungen im Inland zu unterdrücken, wollte sie Europa gewaltsam unterjochen und Lebensraum im Osten erobern. Nun kehrt sie zu denselben Methoden zurück. Und dass diese Entwicklung nicht einfach eine deutsche Entwicklung ist, sondern eine fundamentale Entwicklung des Kapitalismus, das zeigt sich ja gerade an den internationalen Entwicklungen. Wir haben Trump in den USA, Bolsonaro in Brasilien, aber auch hier in Europa. Es wurden jetzt gerade 1600 Klimaaktivisten in Großbritannien inhaftiert, weil sie gegen den Klimawandel protestiert haben. In Spanien werden friedliche Demonstranten und Proteste gewaltsam niedergeschlagen. Und in Frankreich hat Präsident Macron bewaffnete Soldaten gegen die Demonstranten der Gelbwesten eingesetzt, die gegen die soziale Ungleichheit des Landes demonstriert haben. Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass es sich hier um eine sehr grundlegende Tendenz des Kapitalismus handelt. Aber gleichzeitig wächst auch der Widerstand dagegen. Wir haben den Massenstreik von Arbeitern in Barcelona, wo 500.000 auf die Straße gegangen sind. Wir haben Massenstreiks in den USA, wo Zehntausende Autoarbeiter jetzt von immer mehr anderen Schichten von Arbeitern unterstützt werden. Und wir haben die Massenproteste in Ecuador. Überall, und das sind nur die letzten Beispiele für einen Klassenkampf, der überall auf der Welt zurückkommt. Der Kapitalismus führt einerseits zu immer autoritäreren Formen der Herrschaft, zu sozialer Ungleichheit und Krieg, aber andererseits auch zu sozialen Protesten und zu einer Massenbewegung dagegen. Und unter diesen Bedingungen ist die zentrale Frage, und das ist auch eine Frage, die wir dann in dem Buch diskutieren, ist die zentrale Frage die Perspektive und Führung für diese wachsende Bewegung. Weil entweder die Arbeiter übernehmen die Macht und schaffen eine Gesellschaft der sozialen Gleichheit und der demokratischen Teilhabe, oder die herrschende Klasse treibt die Menschheit wieder in eine Katastrophe. Es spitzt sich wieder die Frage zu, die Rosa Luxemburg am Ende des Ersten Weltkriegs formuliert hat. Sozialismus oder Barbarei. Und es ist kein Zufall, dass es heute wieder die Trotzkisten sind. Sozialistische Gleichheitspartei und ihre Jugendorganisation, die heute den Kampf gegen die Rückkehr des Faschismus und Kriegs führen. Denn es war Trotzki, der diese
Perspektive, Sozialismus oder Barbarei, gegen den Stalinismus verteidigt hat und vor den Gefahren des Nationalsozialismus gewarnt hat wie kein anderer. Und er hat dafür gekämpft, dass die Arbeiter sich zusammenschließen im Kampf gegen Hitler und die Machtübernahme der Nazis verhindern. Dass eine sozialistische Revolution notwendig ist, um den Faschismus zu schlagen. Und diese Perspektive gewinnt jetzt wieder größte Bedeutung. Und deswegen freue ich mich darüber, das mit euch zu diskutieren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christoph, für den Beitrag. Wir haben jetzt noch was Zeit. Gerne Fragen oder Beiträge? Ja. Ja, schönen guten Tag. Ich bin aus den Staaten gekommen. Ich bin Direktor der Weed Out Hate Initiative in den USA. Und ich bin sehr politisch aktiv im Bundesstaat Iowa, wo die Vorwahlen mit den demokratischen Kandidaten gemacht werden. Ich habe Kontakt mit Bernie Sanders, mit allen anderen gemacht. Erst einmal Frage, was halten Sie von dem Bernie Sanders, von seinem politischen Standpunkt? Wollen wir erstmal sammeln? Vielleicht sammeln wir erstmal. Also, ja, genau. Wir können ja ein paar Fragen erstmal sammeln. Gibt es weitere? Ja. Da drüben? Aber durchreichen. Sie folgen ja sicherlich Trotzkis Analyse des Faschismus. Da würde ich direkt fragen, wo sehen Sie die Notwendigkeit für Faschismus? Wo sehen Sie die Arbeiterbewegung, die Faschismus für den Kapitalismus, für sein Überleben notwendig macht? Dankeschön. Ja, noch irgendwelche Fragen, die man dann... Ja, da hinten. Das Mikro mal da durchgeben. Ich bin gerade leider ein bisschen spät gekommen, aber was können wir jetzt am besten tun? Gut, dann antworte ich vielleicht mal auf die Fragen, die auch alle irgendwie zusammenhängen. Weil ich glaube, die Frage, die gestellt wurde, dass die historische Aufgabe des Faschismus ja war, die Massenbewegung der Arbeiter zu zerschlagen. Das heißt, die SPD, die KPD, die Gewerkschaften. Das war die erste Aufgabe des Faschismus, um ein Regime der extremen Ungleichheit aufrechtzuerhalten und zu verschärfen und natürlich, um den Krieg führen zu können. Es war klar, dass man die deutsche Arbeiterklasse nicht wieder nach den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs in den Zweiten Weltkrieg schicken kann, ohne dass es zu Massenprotesten und zu Revolution führen wird. Und nach der marxistischen Analyse und Trotzkis Analyse war der Faschismus eben notwendig, um diesen Widerstand der Arbeiterklasse zu atomisieren. Die Arbeiterklasse zu atomisieren, als eine politisch handelnde, organisierte Klasse auszuschalten. Und dafür hat der Faschismus das verzweifelte Kleinbürgertum organisiert. Und ich habe ja auch schon in meinem Beitrag gesagt, auch das ist ein Unterschied zu heute. Heute, die AfD hat nicht Massen von verlumpten Kleinbürgern in paramilitärischen Einheiten organisiert und hat auch nicht so eine Massenanhängerschaft, sondern sie stützt sich eben im Moment vor allem auf Elemente im Staatsapparat. Und umgekehrt ist es natürlich auch so, dass heute keine Massenparteien der Arbeiterklasse existieren, wie damals die SPD, KPD oder die Gewerkschaften. Sondern man hat heute eine Situation, dass die Gewerkschaften im Wesentlichen Co-Manager geworden sind der Unternehmen. Man hat eine Situation, wo die SPD erstmal die Partei des Sozialabbaus ist, die überhaupt keine Unterstützung mehr unter Arbeitern hat, sondern im Wesentlichen die Interessen von einer schmalen Bürokratie vertritt und deswegen ja zu Recht gehasst wird und bei wenigen Prozent nur noch liegt. Aber man hat natürlich trotzdem eine massive Opposition in der arbeitenden Bevölkerung gegen den Rechtsruck, gegen Krieg und gegen die soziale Ungleichheit. Und das ist die Triebfeder sowohl für unsere Politik, für den Widerstand gegen rechts, aber es ist auch der Grund, weshalb die herrschende Klasse immer mehr auf autoritäre Herrschaftsmethoden setzt, was ja ein internationales Phänomen ist. Und auch versucht, eine faschistische Bewegung aufzubauen.
Wir sind im Moment nicht in der Situation, wo sich diese beiden Lager an die sozusagen des verzweifelten Kleinbürgertums und der organisierten Arbeiterschaft gegenüberstehen wie in den 30er Jahren. Aber wir haben wieder die Situation von einer tiefen Krise des Kapitalismus, die zu Krieg und zu sozialer Ungleichheit führt, die historisch beispiellos ist. Und wir haben einen wachsenden Widerstand dagegen. Und das ist es, was die herrschende Klasse immer mehr in diese Richtung treibt. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, dass nur eine unabhängige Bewegung der Arbeiter diese Rechtsentwicklung stoppen kann. Wenn diese große Opposition in der Bevölkerung gegen soziale Ungleichheit, gegen Krieg und gegen autoritäre Herrschaftsformen mobilisiert wird und mit einem sozialistischen Programm ausgestattet wird, mit einer revolutionären Führung ausgestattet wird, kann man den Faschismus und diese autoritäre Tendenz besiegen. Das ist genau die Lehre aus dem Kampf, den Trotzki geführt hat in den 30er Jahren. Das war Trotzkis wichtigste Position. Und die ist heute genauso richtig. Deswegen ein Wort zu Bernie Sanders. Ich meine, Bernie Sanders ist als linker Kandidat aufgetreten. Es ist ganz fraglos, dass er, wenn er Präsidentschaftskandidat der Demokraten geworden wäre, gegen Trump gewonnen hätte. Einfach weil er ist als Sozialist aufgetreten, er hat gegen die Reichen gesprochen, er hat linke populäre Forderungen aufgebracht. Aber er hat gleichzeitig absolut deutlich gemacht, dass man das nicht ernst nehmen kann. Er hat Hillary Clinton unterstützt. Er hat zurückgezogen und hat Hillary Clinton unterstützt. Er hat die Kriege im Nahen Osten unterstützt. Und da hat, wie heißt der Journalist, der sehr richtig gesagt hat, ein Sozialismus kann nicht ernst genommen werden, wenn er nicht auch gegen Krieg ist. Und wenn Bernie Sanders davon spricht, dass er Sozialist ist, aber meint, sich hinter die Kriege des US-Imperialismus zu stellen, dann kann man jede Forderung nach Sozialismus nicht ernst nehmen. Das ist nichts weiter als Geschwätz in Sonntagsreden. In Wirklichkeit hat er Hillary Clinton unterstützte die Kriegspolitik und hat er jetzt gerade erst wieder die Kriegspolitik unterstützt, indem er den Rückzug der US-Truppen aus Syrien kritisiert hat. Bernie Sanders ist Vertreter des amerikanischen Imperialismus. Und zu glauben, dass man in einem Bündnis mit Bernie Sanders gegen die rechte Gefahr kämpfen kann, wäre eine große Täuschung. Weil das ist genau das, was Trotzki erklärt hat. Der Faschismus kann nur durch eine unabhängige Bewegung der Arbeiter, kann nur von unten gestürzt werden und gestoppt werden. Weil das ist doch die Lehre in Deutschland. Wie ist Hitler an die Macht gekommen? Der ist ja nicht durch Wahlen an die Macht gekommen. Hitler ist an die Macht gekommen durch eine Verschwörung im Staatsapparat, wo alle bürgerlichen Parteien für das Ermächtigungsgesetz gestimmt haben. Egal, ob die links oder rechts getan haben, linke Teile des Zentrums, rechte Teile des Zentrums, DDP, allesamt haben für das Ermächtigungsgesetz gestimmt. Und das Militär in Form von Hindenburg, dem Reichspräsidenten, hat Hitler unterstützt. Medienmogul Hugenberg, Fritz Thyssen als Vertreter des Kapitals, das waren die Kräfte, die im Januar 1933 Hitler an die Macht gebracht haben in einer Situation, wo Hitler im Dezember 1932 noch Suizidgedanken geäußert hat, weil die NSDAP am Boden war, nachdem sie Millionen Wähler verloren haben in den Novemberwahlen 1932. Hitler wurde von der herrschenden Elite an die Macht gebracht. Natürlich auf der Grundlage von einer Massenbewegung. Die NSDAP hatte 33% der Stimmen, die hatte die SA und so weiter. Ich will nicht sagen, das war kein einfach nur ein Coup. Aber es war unterstützt von quasi allen Teilen der herrschenden Klasse. Und die einzigen, die in der Lage gewesen wären, Hitler zu verhindern, das waren die Arbeiter, die in SPD und KPD organisiert waren. Und auch heute ist es so, die einzigen, die diese faschistische Tendenz stoppen können, sind die Arbeiter. Aber dafür brauchen sie eine revolutionäre und eine sozialistische Perspektive. Und das ist die zentrale Aufgabe. Und deswegen, wenn es darum geht, was können wir tun? Das Wichtigste, was wir tun können, ist für diese revolutionäre und sozialistische Perspektive zu kämpfen. Gegen Scharlatane wie Sanders. Aufzuklären, was ihre Rolle wirklich ist als Verteidiger des Imperialismus. Und eine wirkliche revolutionäre Bewegung aufzubauen. Wir müssen genau an die Tradition von Trotzki anknüpfen. An die Tradition von einer unabhängigen Bewegung der Arbeiter, die sich gegen die Tendenz im Kapitalismus richtet, die immer wieder in Richtung autoritärer Herrschaft und Faschismus geht, die der Kriegspolitik des Kapitalismus entgegentritt.
Und das ist das, was wir auch in dem Buch darlegen und wofür wir natürlich als Sozialistische Gleichheitspartei und als IYSSC kämpfen und wozu ich euch alle einladen will, das Buch zu lesen und aber auch unseren Kampf zu unterstützen, Mitglied zu werden, eure Kontaktdaten dazulassen und unseren Kampf gegen Faschismus und gegen Kapitalismus für Sozialismus zu unterstützen. Ja, herzlichen Dank, Christoph. Die Zeit ist vorbei. Herzlichen Dank.